Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tasmanian Tiger, das Multipurpose Equipment Insert. Unser letztes Video in diesem Jahr für Tasmanian Tiger ist das Equipment Insert. Hier hat man sich gedacht, wir haben ja einen Kamerarucksack und wir haben hier auch super Rucksäcke wie den Modular Pack 45 Plus. Und dann wollen wir doch einfach mal für die Leute, die jetzt vielleicht den Modular Pack schon haben und den Kamera Pack sich nicht kaufen, genau aus dem Grund, wollen wir nochmal ein Insert anbieten, um eben auch einen Schutz für sensibles Equipment wie Kamera oder Drohne anzubieten. Natürlich lässt sich dieses Insert auch solo tragen. Das ist, glaube ich, auch einer der Gegenstände von Tasmanian Tiger, die bei uns wirklich im Härte-Dauertest sind, egal wo wir sind, egal wie wir sind. Seitdem wir den haben, haben wir den mit dabei und nutzen den sowohl solo als Tragetasche als auch im Rucksack als Insert getragen und müssen sagen, das Ding ist wirklich geil. Wenn ihr es solo tragt, ist dafür, habt ihr rechts und links jeweils einen D-Ring und da könnt ihr mit einer Sling, die nicht dabei ist, müsst ihr extra kaufen oder irgendwo anders abmachen, könnt ihr das Ding natürlich dann über der Schulter tragen oder aber im Pack einsetzen. Erstmal für euch hier die Specs, damit ihr mal wisst, wie groß das Teil überhaupt ist. Ihr habt 40 cm in der Höhe, 30 cm in der Breite und zwischen 15 und 18 cm in der Tiefe, je nachdem, wie voll ihr ihn packt. Mit dabei habt ihr hier ein paar Klettstreifen und zwar einmal für die Rückseite 2 Stück und hier für die Seiten. Dann könnt ihr abmachen, das heißt, es ist ein Doppelklett, also zweimal Haken auf jeder Seite und am Rucksack selbst ist Flausch. Das heißt, solltet ihr den Pack solo tragen, könnt ihr die Streifen komplett abmachen, habt ihr nur Flausch außen, das heißt, es verhakelt sich nirgendwo was, wird keine Ausrüstung kaputt gescheuert vom Hakenklett. Und wenn ihr den als Insert nutzen wollt, macht ihr die einfach dran. Das heißt, hier hinten auf die Flauschstreifen setzen wir einmal diese Klettstreifen jetzt hier drauf. Dann sind die nämlich schon mal unter. Und damit ist dann das Insert vorbereitet für die Nutzung. Auf der Vorderseite habt ihr hier 2 Molle Klettflächen, um hier nochmal zusätzlich Taschen anbringen zu können oder eben auch Patches. Und nochmal ein flaches Dokumentenfach für euer Smartphone oder für flache Gegenstände. Geht hier über die komplette Breite bis ganz unten hin. Und wird mit einem Zipper bedient, natürlich YKK. Dann habt ihr hier unten nochmal eine Klettlasche. Wozu die ist, erzähle ich euch gleich. Selber auch hier oben. Und eines der wichtigsten Features für die Nutzung im Pack ist natürlich, dass man nicht jedes Mal das Ganze aufmachen muss, wenn man an die Kamera will. Gerade wenn man mal einen schnellen Schuss machen will, hat man hier oben nochmal eine zusätzliche Öffnung. Und da kann ich dann hier die Klappe öffnen und komme hier direkt dann, wenn ich das so innen ausgebaut habe, an die Kamera ran und kann die hier entnehmen. Normalerweise geht es auch schnell, wenn man einen Blick auf die Kamera wirft, aber in dem Fall, weil ich es jetzt hier natürlich hier so rauswurschteln muss, von vorne geht das ein bisschen schwieriger. Ja, das wäre quasi die Kamera. Und hier habe ich auch nochmal eine Klettlasche, um den Deckel dann auch hier zu fixieren. Das heißt, in dem Fall, wenn ich im Rucksack das Ganze verbaut habe, könnte ich hier den Deckel immer offen lassen, weil der Rucksack ja auch nochmal ein bisschen Schutz bietet. Oder ich habe hier vielleicht noch eine Jacke oben drüber, was auch immer. Könnte man dann auf jeden Fall für den ganz schnellen Schuss diesen Deckel auch schon mal vorab offen lassen. Dafür ist vorgesorgt. TT verwendet hier übrigens T-Square Rib. Das ist das leichtere Nylon. Ideal halt auch gerade bei einem Insert wie hier. Ist aber auch trotzdem noch robust genug, um eben als Außentasche zu funktionieren. Also ihr seht, der ist jetzt ein Jahr bei uns im Einsatz und der sieht eigentlich wie geleckt aus, außer der Hakenklett, den haben wir immer dran gelassen. Da ist natürlich ein bisschen Gras mit dran, aber ansonsten einwandfrei. Ja, bevor wir uns das in die Innereien anschauen, wollen wir euch einmal das Ganze im Pack zeigen. Dazu haben wir einmal das, wofür es gedacht ist, den Modular Pack 45 Plus. Den kennt ihr ja bereits. Und da ist es im Endeffekt so gedacht, dass man den Rucksack hier komplett öffnet. Vom Platz her hat man hier im unteren Bereich nochmal, ich würde sagen, 15 bis 20 cm Platz, um nochmal eine Jacke oder sowas unterzubringen. Und dann könnt ihr das Insert hier oben drüber einsetzen, so dass das bündig oben abschließt. An den Seiten festkletten, Deckel schließen. Und damit habt ihr
die Kamera oder das Drohnenequipment hier perfekt geschützt im Rucksack untergebracht. Und für den schnellen Zugriff braucht ihr nur den Deckel hier oben aufzumachen. Habt dann hier nochmal den anderen Deckel. Den könntet ihr jetzt hier auch nochmal vorne fixieren, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt nur den Deckel und dann werdet ihr schon an der Kamera dran. Das ist aber noch nicht alles, denn natürlich könnte man jetzt sagen, boah, das sind aber viele Deckel und Gebimbel und Gebambel und das brauche ich alles gar nicht. Ich möchte eigentlich, wenn ich den Rucksack öffne, gerade hier bei dem Modular Pack 45 Plus, der den schönen Frontzipper hat über die ganze Fläche, dass man sagt, okay, ich will das eigentlich komplett direkt öffnen. Gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, wie man damit arbeiten kann. Zum einen könnt ihr jetzt hier das Innenfach oder den Deckel vom Insert dran lassen und hier an den Seiten einfach die Zipper öffnen. Dann nehmt ihr die Flappe, nehmt hier oben den Klett und fixiert das hier einfach. In dem Fall wäre jetzt, wenn ihr den Rucksack aufmacht, machen wir einmal zu, wenn ihr jetzt hier den Rucksack aufmacht, könntet ihr hier quasi direkt das Insert mit dem Deckel aufziehen. Dann habt ihr auf jeden Fall die Nutzung des Deckels. Da sind ja noch ein paar Fächer mit untergebracht, worüber wir gleich sprechen. Habt ihr den Deckel und nochmal einen zusätzlichen Schutz nach vorne. Aber ihr könntet jetzt auch hergehen und sagen, ich will überhaupt keinen Deckel. Und dazu lässt sich der Reißverschluss unten auch aushängen. Und dann könnt ihr den Deckel komplett zu Hause lassen und in dem Fall dann einfach so arbeiten. Das wäre zum Beispiel auch denkbar, weil das Insert ist ja nicht nur für Kamera oder für Drohnenequipment gut, sondern es ist auch einfach ein ultra geiler Organizer, weil man hier so viele kleine Fächer hat, über die wir gleich sprechen. Das heißt, wenn hier jetzt kein sensibles Equipment drin ist, was einfach nur ein bisschen organisiert werden soll, wäre das natürlich ohne Deckel auch nochmal eine sehr, sehr gute Kombo. Ich habe übrigens die ganze Zeit über Schutz gesprochen und noch nicht gesagt, das ganze System ist natürlich rundum gepolstert hier mit einem ordentlich dicken Polster, um da halt eben entsprechend das Equipment zu schützen. Okay, holen wir den einmal raus. Denn jetzt haben wir noch einen Rucksack für euch, weil das war ein Anliegen. Beim Rippercon haben wir das gesehen. Da hat einer gefragt auf dem Kanal vom Rippercon, wer Rippercon nicht kennt, von uns natürlich, ich denke, alle kennen ihn, aber für den Fall unten eingeblendet, beziehungsweise am Ende des Videos findet ihr auch nochmal ein Video zu ihm, zu seinem Kanal, zu diesem Video hier, damit ihr auch wisst, wovon wir hier gerade sprechen. Und da wurde gefragt, passt denn das Insert auch in den Modular Trooper Pack rein? Und da konnten wir jetzt noch keine adäquate Antwort geben. Deswegen haben wir gesagt, okay, das bauen wir jetzt bei uns im Video mit ein. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich mache dazu einmal hier das System einmal zu, damit es hier auch schicki ist. So. Und hier ist er, der Trooper Pack. Habe ich tatsächlich jetzt noch gar nicht ausprobiert vom Video. Das heißt, ist jetzt auch für mich eine Premiere. Was euch hier auf jeden Fall klar sein muss, ist, der Modular Trooper Pack hat an den Seiten hier Seitentaschen. Video zu dem Pack könnt ihr euch auch bei unserem Kanal angucken. Linken wir euch auch ans Ende von diesem Video. Da ist der im Detail beschrieben. Das heißt, hier habt ihr auf jeden Fall keine Fixpunkte für das Insert an den Seiten. Das sollte euch schon mal bewusst sein. Aber vom Platz her seht ihr, das funktioniert. Ich habe ihn jetzt mal unten bündig angesetzt. Und dann hättet ihr noch vom Platzangebot hier den oberen Bereich. Also ähnlich auch wie beim Modular Pack 45 Plus. Nur dass hier noch dazu kommt, dass ihr hier ein vollumfängliches Frontfach mit Füllmaterial habt. Ja, also das wäre auf jeden Fall auch machbar mit diesem Rucksack. Schauen wir uns mal das Multipurpose Insert von innen an. Dazu habe ich schon den Deckel einmal abmontiert, damit man besser einen Überblick erhält. Im Deckel selbst habt ihr außen ja eine Tasche, habe ich ja schon erwähnt. Auf der Innenseite habt ihr 3 Klarsichtfächer. Ihr kennt es bestimmt bei anderen Rucksäcken, wenn ihr da auch so ein Klarsichtfach habt mit so einem ganz normalen Material, dass es mit der Zeit so ein bisschen gelblich wird, vergilbt oder anläuft. Das hat man hier mit dieser Wabenstruktur nicht. Das haben wir tatsächlich jetzt auch schon bei mehreren Rucksäcken über mehrere Jahre
von TT im Einsatz und das stimmt, das hat uns der Entwickler gesagt, das ist dieses neue Material, das ist wirklich super. Das heißt, ihr behaltet immer den Überblick über den Inhalt und habt natürlich auch nochmal einen schöneren, sauberen Look. Die 3 Fächer sind gleich groß. Ihr habt hier jeweils einmal eine Abdeckung für die Zipper, die hier farblich markiert werden können. Und dann habt ihr hier nochmal an der Seite einen Reißverschluss, um dann hier nochmal Zugriff in Größe von den 2 unteren Fächern zu haben, um hier nochmal ein zusätzliches Fach zu bieten. Also habt ihr im Endeffekt 1, 2, 3 Innenfächer plus ein hinten dran liegendes für flache Dokumente und die Außentasche. Das ist der Deckel. Im eigentlichen Pack habt ihr jede Menge Module, die ihr einsetzen könnt, die mit dem Rucksack mit dabei sind. Unter anderem 6 von diesen elastischen Bändern, da haben wir jetzt mal 4 Stück verbaut. Die sind zum Beispiel dafür da, wenn ihr mehrlagig arbeitet, das heißt, ihr habt irgendwo nochmal eine Zwischenlage und wollt dann die oberen Objekte nochmal sichern, wie ich es hier gemacht habe, dann könnt ihr diese einfach oben drüber spannen. Da sind dann so orangene Pull-Tabs dran. Das heißt, die könnt ihr dann einfach aufziehen und könnt dann den Inhalt entsprechend entnehmen. Genau, das machen wir jetzt auch mal, denn wir wollen ja mal zeigen, was da so alles reingeht. Ne? Gut. Ja, jetzt seht ihr hier schon, ich habe mehrlagig gebaut. Ich nehme mal die Straps gerade komplett ab. So sind die nicht im Weg. Das heißt, ich habe jetzt hier im Endeffekt von den Modulen welche genommen und habe diese in der horizontalen verbaut, um einfach dann nochmal ein Polster zu bieten. Denn so habe ich hier die Möglichkeit, sogar ein großes Tele mit reinzupacken, wenn ich denn hier die Trennwände entsprechend setze. Wenn die Trennwände alle draußen sind, sage ich euch auch gleich nochmal, wie viele von welchen dabei sind. Aber einfach schon mal, dass ihr jetzt mal seht, was wir hier alles rauszaubern. Ja, in der Mitte sitzt hier noch so ein Insert. Das ist eine kleine Zubehörtasche, die auch beim Modular Fotopack mit dabei ist, wenn ich mich recht entsinne. Da habt ihr im Endeffekt Platz hier mit einem kleinen Klarsichtfach, wo ihr nochmal Dokumente oder sowas reintun könnt. Und auf der anderen Seite einen kleinen elastischen Einschub und 2 Fächer für zum Beispiel SD-Karten. Wird mit Klett hier aufgesetzt. Habe ich auch in der horizontalen hier verbaut in dem Fall. Dann habe ich hier an der Seite auch nochmal ein bisschen Kram untergebracht, den ich jetzt mal raushole. Und da habe ich zum Beispiel auch, um hier den Schutz nochmal zu erhöhen und weil ich einfach noch Module übrig hatte, habe ich hier einfach an die Seitenwände nochmal von den Trennwänden welche hingebaut, um hier den Schutz zu erhöhen. Also auch das ist möglich, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt vielleicht einen Durchschlagschutz für die Kamera haben, weil ich sage, vielleicht fällt der Rucksack mal runter und fällt dann auf das Bodenteil und da will ich wirklich die Kamera mit dem verwendeten Objektiv nochmal zusätzlich schützen, könnt ihr natürlich mehrere Lagen Schutzpolster in jeder beliebigen Lage hinbauen. So, hier habe ich noch eine Abdeckung hingebaut, dann kommt auch die Kamera raus. Die ist jetzt relativ klein, aber da passt, wie gesagt, auch was Größeres rein, problemlos. Man kann das ganz individuell gestalten, so wie ihr das wollt. So, hier nochmal ein bisschen Kram. Noch mehr Kram, was man alles braucht als Kameramann, ist ja ätzend. Ja, und dann hättet ihr hier im Endeffekt jetzt mal das Setup, wie ich es gebaut habe. Ich war hier sogar mal kreativ. Ich weiß gar nicht, ob das unser Kameramann schon entdeckt hat, dass man das machen kann. Man kann natürlich auch 2 Module nehmen und die hier aneinander kletten und hat dann damit nochmal so ein L-förmiges Teil, kann dann damit auch nochmal eventuell Brücken bauen, die man sonst nicht hat. Okay. Dann nochmal hier ein Teil und dann nochmal hiervon 2. Und 2 von den langen. So sieht das Multipurpose Insert aus, wenn es komplett nackt ist. Also auch da habt ihr natürlich die Möglichkeit, wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt nicht der Kameratyp und ich bin jetzt auch nicht der Drohnentyp, sondern ich möchte jetzt einfach hier meine EDC-Ausrüstung organisieren, könnt ihr natürlich hier jederzeit ohne Probleme, wenn ihr irgendwelche Taschen mit Klett habt, die hier an die Seitenwände bauen, könnt ihr rundherum organisieren. Dadurch, dass das hier auch eine schöne Eigenstruktur hat, ist das natürlich ideal dafür und dann könntet ihr hier eure Bekleidung oder sonst irgendwas reintun in die Mitte locker und an den Seiten halt komplett organisieren. Finden wir tatsächlich auch dafür eine sehr, sehr coole Lösung. Okay. Dann schauen wir uns einmal an, was wir an Trennwänden dabei haben. Wir haben einmal hier von den langen welche. Das heißt, die sind mit einem Bodenteil, die werden unten fixiert
und können an den Seiten fixiert werden. Haben hier auch so zwei Knickstellen im Endeffekt, dass ich die auch L-förmig oder Z-förmig oder S-förmig oder wie auch immer verbauen kann. Und die haben auch Klett jeweils an den Seitenwänden. Also auch hier könntet ihr, wenn ihr zum Beispiel so einen SD-Kartenhalter habt oder sonstige Sachen, die hier, es gibt ja von TT jede Menge Inserts für Multitools und Werkzeuge und weiß was ich was alles. Das könnte man hier auch an den Seiten verbauen und natürlich auch immer in jeder Form hier dann diese Zwischenmodule ansetzen. Genauso ist es auch bei den Zwischenmodulen. Da habt ihr nochmal welche ebenfalls mit Boden. Die würde ich dann genau dafür verwenden, wenn ihr Struktur braucht. Das heißt, wo nicht nur die Seitenwände fixiert werden sollen, sondern eben auch der Boden. Das haben wir zum Beispiel genutzt für die Kamera. Dann habt ihr von den Modulen hier welche dabei. Das sind im Endeffekt genau wie diese Module, nur ohne den Bodenklett. Also die werden einfach nur an den Seiten benutzt. Die eignen sich zum Beispiel auch hervorragend in der horizontalen zu nutzen, dass ihr die so einbaut und dann eben zum Beispiel die Tasche oben drauf klettet. Davon habt ihr welche dabei. Und dann habt ihr hier nochmal welche ganz ohne Klett, ganz einfach. Und die sind natürlich auch nochmal perfekt, um nochmal eine zusätzliche Lage Schutz zu bauen. Also ihr seht, damit sollte so ziemlich jedes Setup möglich sein. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr mit dem Pack vielleicht schon alles angestellt habt. Der ist ja schon eine Weile jetzt auf dem Markt und vielleicht hat der ein oder andere den von euch auch schon selbst im Einsatz. Unser Fazit zum Multipurpose Equipment Insert. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen und sagen, das ist das coolste Produkt für 2022, aber das wäre gelogen, weil es gibt so viele coole Produkte dieses Jahr. Wir haben mit den Millops Packs angefangen, dann der Base Carrier, der Base Pack. Also es war schon ein Haufen geiler Scheiß dieses Jahr dabei, wirklich, muss man echt mal sagen. Aber das ist tatsächlich eines der Produkte, die für uns speziell als Epic Group, wo wir auch viel mit Film- und Fotoequipment zu tun haben, was wir mit am meisten von unseren TT-Produkten benutzen. Von daher hat es auf jeden Fall einen Platz in dem Pack vom Hannes und im Herzen natürlich auch. Was uns noch zugetragen worden ist, beziehungsweise was der Hannes mir nochmal zugeflüstert hat, ist, das Pack ist super, allerdings wäre es toll, wenn es nochmal eine zusätzliche Option geben würde, die einfach 30 bis 50% größer ist, vielleicht so in der Größe, dass man es in den Modular Pack 45 Plus packen kann, komplett, also dass der den komplett füllt, oder eben was gar nicht irgendwo reingeht, aber einfach nochmal ein größeres Modell von dieser Version hier, einfach um auch mal die Jungs mit den richtig großen Telen abzuholen und hier noch ein bisschen mehr Equipment reinzukriegen. Oder aber, wenn ich gerade hier an die Trema-Tage denke, um auch mal eine ordentliche, fette Drohne reinzukriegen. Also nochmal eine größere Version TT, da würden wir uns sehr drüber freuen. Der ein oder andere hat den vielleicht schon bei euch im Einsatz. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Generell, auch wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, wie ihr ihn findet. Wie gesagt, am Ende des Videos seht ihr nochmal das Video vom Rippercon. Da mal bitte rüberschauen. Und auch zum Modular Trooper Pack. Da haben wir auch nochmal einen Link am Ende für euch. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.